Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier bei Mehmet OE, dem Busfahrer. Heute habe ich eine Vorstellung von einem Bus von der Schilling-Gruppe, ehemaligen. Davon haben wir jetzt ja jede Menge. Das ist der ehemalige Fahrzeug 1791. Für diejenigen, die das bei Schilling kennen, die wissen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Und der hat heute ein Kennzeichen von uns 1024. Das ist einer von 2010, deswegen ja die 10 davor und dann eben halt die Wagennummer. Aber was erzähle ich hier? Wenn ihr das alles sehen wollt, was das für ein Fahrzeug ist, was der alles hat, was der alles kann, vielleicht mal heute auch mit ein paar Außenaufnahmen, wie der fährt, wie der an den Haltestellen kommt, machen wir mal eine ausführliche Busvorstellung. Wenn euch das interessiert, was müsst ihr machen? Genau, dranbleiben. So, bis später. Auf geht's. So Leute, das ist unser neues Schätzchen hier, der 1024. So sieht der von außen aus. Wir schauen uns den erstmal von innen an. Mal gucken, was der so alles hat. Wie ihr sehen könnt, wir haben diese Busse hier auch mit diesen Spuckscheiben gekriegt. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir von diesen Spuckscheiben, ja, richtiges Glas, noch mehr bestellt haben. Das ist ein Bus mit 34 Sitzplätzen, 50 Stehplätzen und einem Rollstuhlplatz. Ist jetzt im Moment so ein bisschen dunkel, wird gleich aber noch ein bisschen heller. Aber wir schauen uns mal an, was der so alles hat. Das normale Dashboard, wie ihr sehen könnt, alles gleich. Hier vorne ändert sich eigentlich fast nichts, bis auf die Schalterzuordnung. Das ist wieder einer ohne Schlüssel. Wenn ihr sehen könnt, der hat keinen Schlüssel. Ja, dafür hat er hier einen Trennschalter und hiermit kann man den an- und ausmachen. Aber im Moment ist es hier dunkel. Warten wir lieber, bis es ein bisschen heller wird, sonst wird die Aufnahme nicht so gut. So, wir starten mal den zweiten Versuch und schauen mal, jetzt haben wir ein bisschen auch bessere Lichtverhältnisse. Jetzt stehen wir zwar woanders, aber ist ja egal. Also nochmal, der Dashboard hat sich nicht geändert, ist alles okay. Der Drucker ist an seinem Platz. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Wo sind wir stehen geblieben? Genau, hier waren wir ja stehen geblieben. Manche Busse, die haben den Trennschalter hier. Und Motor an und aus hat er hier. Bei manchen ist der Trennschalter hier, aber Motor an und aus, der ist dann hier oben versteckt oder hier auf der Seite versteckt. Immer modellabhängig. Ja. Und ansonsten hier Webasto-Heizung kann man hier alles einstellen. Oberen Dachluken. Spiegeleinstellung haben wir hier. Und das ist übrigens ganz wichtig, wenn ihr den funkt, dann habt ihr mit der Leitstelle direkt über Telefon Kontakt. Also letztens bin ich mal aus Versehen da dran gekommen. Ja, hallo, ich denke, wer schreit denn da jetzt? War die Leitstelle dran. Also das ist ein bisschen unglücklich eigentlich angebracht. Normalerweise hätte man den hier irgendwo dran machen können und auch schreiben, Vorsicht, das ist mit Leitstelle und so. Und mit diesem Symbol kann man sich eigentlich gar nichts drunter vorstellen. Aber so ist das hier so angeordnet. Gut, damals gab es hier noch, guck mal hier mit Aschenbecher und so. Haben wir ja heutzutage, obwohl der ist von 2010, da war ja schon dieses Gesetz, aber ne, war noch nicht das Gesetz. Übrigens, wir haben jetzt hier neue Funkgeräte hier drin. Die sind für die VKU speziell Kanal 12 und dann haben wir noch die anderen, die sind dann 8, 9 und sowas alles. Das steht dann aber überall dann drauf oder auf den Dienstplänen, wenn wir mal nach Lüdinghausen fahren oder nach Hamm. Die haben natürlich dann auch andere Kanäle, dann kann man aber auch trotzdem mit denen in Verbindung setzen. Das hatte ich euch ja gerade gesagt hier, das ist die alte Nummer, die 1791, ehemalige Schilling-Bus. Die Fahrer, die den mal so gefahren haben, die werden den natürlich sofort wiedererkennen. So, wir gehen jetzt mal nach hinten und schauen mal nochmal alles an. Hatte ich glaube ich vorhin ja schon erwähnt, der hat 34 Sitzplätze, 50 Stehplätze und einen Platz für den Rollstuhl. Das ist hier geblieben. Hier war ja früher der Verkaufsautomat. Da haben wir jetzt hier so einen Notsitz, sag ich mal. Hier die Vierergruppe. Hier hat sich nichts geändert mit den schönen Sitzpolsterungen. Aber eben halt ein bisschen hart noch. Aber ansonsten alles okay. Das hier ist der Platz für den Rollstuhlfahrer.
Oder Kinderwagen und so können natürlich hier auch. Und die haben speziell hier sogar noch so Schalter, damit man eben halt vorne weiß, wenn ein Kinderwagen raus will oder eben ein Rollstuhl, da kann man den absenken. Heute habe ich auch die Möglichkeit, euch später mal die Türen auf und zu machen. Ich habe ja einen Fahrer dabei, habe ich gerade ganz vergessen, den Zeit die ganze Woche dabei. Mit dem habe ich auch einen Film gedreht. Neue Busfahrer könnt ihr auf Busfahrschule OE euch anschauen. Hier vorne die Vierergruppe hat sich natürlich auch nicht geändert. Wenn der Turmmotor nicht hier ist, wie bei den anderen Bussen, dann hat man hier Möglichkeit, 4 Leute so zu setzen. 3 auf der Seite, 3 hier, nochmal 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, dieser Bereich hat schon direkt 10 Plätze zum Sitzen. So, ja, was gibt es sonst noch? Ja, die Kameras und so. Ab hier ist eigentlich alles gleich. Wir gehen mal nach vorne und begrüßen mal den Said, der auch gleich weiterfahren wird. Dann kann ich euch auch mal diesmal als Fahrgast von hinten ein paar Aufnahmen machen. Ist natürlich wieder was ganz anderes. Guten Morgen, Said. Guten Morgen. Das ist jetzt mein anderer Kanal. Hier stelle ich die Busse vor. Hier kannst du jetzt mal auch deine Künste zeigen. Du kannst jetzt noch mal ein bisschen vorfahren, weil sonst blockieren wir hier alles. Dann hören wir auch den Motor schon mal. Einfach nur bis vorne vorfahren. So, wir hören uns den Motorstart mal an in der Zeit. Ja. Und bei der Gelegenheit sehe ich auch, wo das Klappern herkommt. Hört ihr das? Wenn man jetzt hier dieses Glas hier festhält, seht ihr das? Hier muss eigentlich nur die Schraube irgendwie dran gemacht werden, angezogen werden. Und das klappert dann die ganze Zeit natürlich. Hier vorne ist er dran. Ah, hier sind die Gummis, seht ihr? Hier sind auch Gummis, aber der wackelt hier an für sich. Wenn nichts ist, dann wackelt der nicht, aber die zwei hier, hört ihr das? Muss ich bei Gelegenheit mal Werkstatt sagen. Wenn ich normalerweise Werkzeug habe, aber so viel Zeit habe ich ja auch nicht, hätte ich das alles auch selber reparieren können. Aber das stört dann natürlich, die ganzen Klappergeräusche kommen daher. Und hier geht's. Said, kannst du mal die hintere Tür aufmachen? Jetzt können wir mal die Tür mal vorführen. Und wieder zu. Das ist die hintere Tür, habt ihr ja bestimmt schon öfters gesehen. Aber die OMSI-Spieler, die wollten gerne mal so ein Soundaufnahmen und sowas machen. Aber habe ich ja alles schon eigentlich in diesem Video, ne, auf diesem Kanal schon gemacht. Dann machen wir, weil es so schön war, auch nochmal die vordere Tür nochmal auf und zu, bitte. Und wieder zu. Nichts Spektakuläres, alles gut. Ja, dann gehen wir mal raus. Wir stehen hier, Außenaufnahmen mache ich dann später oder beziehungsweise den Motor. Aber ich kann mal gleich zeigen, wenn Zeit rumfährt, wie das aussieht, wenn man draußen steht und der Bus kommt angefahren. Okay, dann bleibt weiter dran, geht gleich weiter. So, das ist hier Kamen am Bahnhof. Der Said, der kommt gleich angefahren. Dann können wir den Bus mal anschauen, wenn er hier an der Haltestellen kommt. Ja, mal was anderes. Da kommt der 13. Genau, das ist unser 24. So sieht das aus, wenn er an eine Bushaltestelle kommt. Ja, unser neuer Fahrer Said macht das schon eigentlich ganz gut. Ja, so eine Aufnahme haben wir auch nicht gehabt. Wir mal kommen, weil sonst bin ich ja selber am Fahren. So habt ihr mich ja auch noch nie gesehen auf einer Busvorstellung. Fritz-Husemann-Straße Ost. Fritz-Husemann-Straße Ost. Said ist gerade eine Linie am Fahren, hier mit dem 24. Wir haben noch keine Fahrgäste im Bus und ich sag, so habt ihr mich auch noch nie gesehen als Fahrgast, jetzt mit Maske. Der Said, der ist am Fahren. Ab und zu gucken wir mal, es geht mir um die Motorsounds. Ich gehe nachher auch noch mal nach hinten. Ne? Das konnte ich ja immer nie machen, wenn ich selber am Fahren bin. Daher
Mal was ganz anderes hier bei deiner Busvorstellung. Ich lache übrigens. Das ist ja eigentlich immer so die Position hier so ungefähr und ich bin da am Fahren. Direkt ein ganz ungewohntes Bild. Aber jetzt habt ihr auch wenigstens mal ein paar Haltestellenansagen und so. Wie gesagt, ich gehe auch mal ein bisschen nach hinten, wenn er mal ein bisschen Gas gibt und so. Da können wir mal ein paar Soundaufnahmen machen. Er steht jetzt an der Haltestelle hier Werner Straße. Er muss hier abwarten, ob die 81 kommt und 10 nach muss er weiterfahren. Deswegen habe ich mich mal hier hinten hingesetzt. Wie ihr sehen könnt, unsere Werbung für Buspiloten. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, der Standgeräusche hier von dem Motor. Da ist der andere Bus, der hat keine Umsteiger. Deswegen können wir weiterfahren. Anton-Schmaus-Straße. Jetzt habe ich mal Platz gewechselt, jetzt bin ich mal so mittig. Heinrichstraße. Können Zeit sehen. Also so sehen mich die Leute, wenn die hier sitzen. Was ich da vorne mache, auch nicht schlecht. Die könnten mich ja richtig beobachten. Eine Haltestellenansage nehmen wir noch mit. Das wäre die hier. Friedhofstraße. Friedhofstraße ist die nächste Haltestelle und wie ihr sehen könnt, der Bus, der fährt eigentlich tadellos. Ich fahre den aber gleich auch noch mal. Dann habt ihr auch das gewohnte Bild mit der normalen Ansicht hier vorne. So Leute, ich mache schon mal die erste Probefahrt. Wir machen heute mehrere Probefahrten. Ich fahre, der Said fährt. Jetzt habe ich auch einen Kameramann, der mich von dieser Position, habt ihr mich ja noch nie gesehen. Deswegen machen wir jetzt mal die erste Probefahrt mit dem 24. Aber ihr hört schon den Motorsound. Wirklich gut. Jetzt werdet ihr sagen, warum hast du denn noch die Kopfhörer auf? Wenn ich nicht fahre, habe ich die hinten auf. So, aber offiziell darf man ja mit den Dinger bei uns auf jeden Fall nicht fahren. So. Was gibt es über den Bus zu erzählen? Einer von der Schilling-Gruppe, hatte ich ja schon bereits erwähnt.
Wagen 1024 und die Probefahrt verläuft gut. Den habe ich schon die ganze Woche sowieso schon gehabt, aber ich habe den noch nicht auf der Liste gehabt, dass ich den euch vorgestellt hatte. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich stelle es den auch noch mal vor, bei der Gelegenheit, wo der Kameramann dabei ist, wo der Zeit dabei ist, mal Außenaufnahmen oder solche Aufnahmen wie jetzt. Mal gucken, ob die Aufnahmen überhaupt was werden. Bei diesem Bus, Kickdown, alles funktioniert. Ich habe bis jetzt nichts festgestellt, was nicht klappt oder so. Ist alles soweit in Ordnung. Ja. Ich schwenke mal die Kamera oder ich mache mal eine andere Kameraposition. Dann können wir dann auch die gewohnte Format, sage ich mal, uns anschauen. Bleibt dran. So, jetzt haben wir wieder unser gewohntes Format. Ich kann aber gleich nochmal den Kickdown euch auch nochmal vorführen. Klappt alles, natürlich alles für die Gesetzeslage erlaubt, Straßenverkehrsordnung und so. Wenn 50 steht, dann fahren wir auf 50. Wenn 30 steht, dann fahren wir natürlich auf 30. Und wenn rot ist, bleiben wir natürlich auch stehen. Heute haben wir wieder regnerisches Wetter, 4 Grad im Moment und immer noch Corona-Zeit. Das wird immer noch schlimmer. Demnächst, oder wenn das Video veröffentlicht wird, gibt es diese Verordnung vielleicht schon. Beim Kassieren mit Maske passt mir auch nicht. Also wir müssten theoretisch so fahren. So wäre noch angenehm. Beim Fahren braucht es nicht. Aber wenn Fahrgäste reinkommen und wir wollen kassieren, dann eben schnell hochziehen, kassieren, wenn die weg sind und weiterfahren. Für mich Blödsinn, für die Gesetzesgeber halt nicht, aber wozu ist die Scheiße dann da? Aber macht man nichts gegen. So, oder das Video ist vielleicht schon veröffentlicht und dann ist wieder ein anderes Gesetz, kann auch sein. So, wir haben jetzt zweite Gang, 50 dürfen wir haben gerade 30, Gang Vollgas. Habt ihr gehört? Jetzt wieder 50, Gas weg. Der ist sozusagen von 2 auf 1 runter, damit er eben halt die Beschleunigung hat. Das ist der Kickdown-Effekt, wenn man an so einer Ampel oder wie jetzt auch, die wird bestimmt auch gleich rot, aber noch nicht. Damit man eben halt zügig wegkommt, ist dieses Kickdown oder beim Überholen. Wenn man hinter einem Traktor herfährt und man muss den überholen, damit er eben halt aus dem Pötte kommt, dann gibt man den nochmal so einen Kickdown, deswegen heißt das ja, tritt durch, ne? Zack, und dann geht er runter und dann zieht er ab. Dann hört man auch diesen schönen Motorsound von hinten. Ja, so viel dazu. Wir machen gleich noch ein paar Außenaufnahmen, Türgeräusche, den Motor und ich schneide das dann alles zurecht, so dass ihr wieder ein schönes Video habt. So Leute, ich hatte euch ja gesagt, mehrere Außenaufnahmen, aber immer verschiedene Standorte, aber das ist eher egal. Hier der Kollege hat schon den Motor angelassen. Wir können uns den ja mal Motor mal anhören. Der läuft wirklich, wirklich gut. Ich ärgere jetzt mal den Kollegen, der weiß nicht, dass ich hier hinten bin. Ich mache jetzt mal Motor aus. Scheiße, was passiert? Der guckt schon, der sagt, was ist los? Aber ihr habt es ja gerne. Jetzt mache ich den auch wieder an. Mal gucken. Ah, der sieht mich im Spiegel. Auch nicht schlecht. Aber wirklich ein schöner Sound, der läuft wirklich gut. Und so sieht er von außen aus. Nochmal. Ja. Und natürlich unsere Werbung, die ja schon gefruchtet hat. Der Kollege, der jetzt da ist, der Zeit, der ist auch auf diese Anzeige hin, hat er sich gemeldet.
So, mal gucken, was für Aufnahmen ihr gleich noch sehen werdet. Leute, der Said, der hat auch seine Fangruppe mitgebracht. Es gibt hier auch einen, der heißt Sebastian, der ist aus Schwerte. Der hat eben Said auch geholfen damals bei den, wo er die, ich wollte schon sagen, die Busse vorgestellt hat, wo er die Linien gelernt hat an Schwerte. Hat der Sebastian hier den einiges gezeigt. Das ist wie bei uns der Fehling-Experte Maurice. Der kennt sich da ganz gut aus in Schwerte. So Leute, ihr wolltet ja auch noch mal die Türen hier, so fühlen die Fahrgäste das. Mich sieht man da hinten sogar noch, wie ich hier stehe. Mach mal. Ah, jetzt kommt gerade ein Zug. Müssen wir noch mal machen. Machen wir noch mal. So, das war für vorne und jetzt das gleiche noch mal für hinten. Aha, nochmal. Gut. So, wundert euch nicht, das ist der Sebastian, den hatte ich ja gerade schon mal vorgestellt. Er zeigt uns noch mal jetzt mit der Rampe, ob das auch klappt. Jawohl. Man müsste normalerweise hier, da ist auch noch so ein Dreck hier, den absenken, dann ist das nicht so steil. Und jetzt ist ja auch kein Bordstein da. Aber ansonsten die Rampe funktioniert auch. Kannst du ja zumachen, Sebastian. Danke für deine Hilfe. So. So Leute, wir machen noch einen Test. Und zwar der Said, der kommt gleich hier mit der 22, C22. Hier an die Haltestelle ran. Und versucht mal den Bus abzusenken, so dass wir sehen können, ob das alles funktioniert, was für Geräusche da entstehen. Jetzt im Moment sind auch keine Fahrgäste oder so hier an den Haltestellen. Das passt. Und Abfahrt haben wir noch 1 Minute. Der müsste eigentlich gleich kommen. Da hinten kommt er schon. Diese Rillen hier, wisst ihr, das ist für, damit die nicht so gut sehen können, die Sehschwäche haben und so, das alles sehen können. So, da kommt der Said. So, jetzt müsste er eigentlich absenken. Mal gucken, ob das auch klappt, damit die Fahrgäste schön einsteigen können. Jawohl. Bitte schön, wenn Sie wollen. Die Watt dafür 81. Ah, okay. Seht ihr, so sieht das dann aus. Und machst du mal hintere Türe auch auf. Und mit der Rampe ist dann nicht mehr so viel Abstand. Und mit der Rampe, wenn man die gemacht hat, dann kann man da reinsteigen. Super. Dankeschön, Said. So, noch ein paar Außenaufnahmen, wie der Said hier mit der C22 weiterfährt. Wunderbar, wie er die Kurve kriegt. Jawohl. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Diesmal mit ganz vielen Außenaufnahmen, bisschen paar Action, bisschen Lustiges was dabei, wo er den wo ich den Motor ausgemacht habe. Und der, was ist denn jetzt passiert? Ne? Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeguckt habt. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch an den Said und an den Sebastian mich bedanken. Die sitzen übrigens hier vorne, so wie es sich gehört, alle mit Mundschutz. Habt ihr auch noch was zu sagen für die Community? Ich möchte Dankeschön sagen. Dankeschön, dass ich da mitgedreht habe. Kein Problem. Ich hoffe, nächstes Mal seid ihr wieder mit dabei. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Was sagen wir alle zusammen? Euer Mehmet Oi. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.